In an aging society, neurodegenerative diseases are becoming an increasing social and economic burden. The causes of most of these diseases are unknown and they cannot yet be healed. Neurodegenerative diseases are complex and involve multiple factors, including aging itself. To tackle this complexity, scientists from different research areas must work together, from basic and clinical research to population studies and healthcare research. They will identify new strategies against the diseases and pave the way for medical application. This is translational research. To this end, in 2009, the Federal Ministry of Education and Research and the state ministries founded the German Center for Neurodegenerative Diseases, DZNE. Since then, we've recruited top international scientists who share the same goal: to alleviate the impact of neurodegeneration on our society, now and in the future. Major neurodegenerative disorders include dementias and motor disorders in the elderly, for example Parkinson's and Alzheimer's disease, but also early onset hereditary disorders like Huntington's disease. All neurodegenerative diseases are characterized by a loss of nerve cells. Nerve cells in our brain communicate with each other via small connections called synapses. In neurodegenerative disorders, these synapses are impaired, which means that the nerve cells and networks in our brains cannot undergo learning. This can be due to many different things. The most common one associated with neurodegenerative disorders is something called autophagy, where the synapse actually eats itself. So the approach is basically to either enhance the autophagy programs or slow them down so that as much damage is not occurring, or that the damage that is there can be repaired. So we're developing drugs that actually specifically target these pathways, and these lead to restored synaptic functions. Dysfunctional proteins play a central role in most degenerative processes. Parkinson's disease may result from alterations in certain intracellular or synaptic proteins. Other mutations in some synaptic proteins are known to be involved in early onset Alzheimer's disease. Ja, schauen wir uns einfach mal das Gehirn eines Alzheimer-Patienten an. Das Gehirn ist übersät mit Ablagerung, mit Plaques, und diese Plaques bestehen aus einem kleinen giftigen Eiweiß, und dieses giftige Eiweiß nennen wir Amyloid. Dieses Amyloid produzieren wir alle ständig, auch wenn wir gesund sind. Und es entsteht aus einem großen Vorläufer, Eiweiß, aus dem das Amyloid mit zwei Scherenmolekülen herausgeschnitten wird, als kleiner Schnipsel aufläuft und nachher in den Plaques abgelagert wird. Dieses Amyloid ist nun sehr giftig für Nervenzellen, und wir glauben, dass das tatsächlich die Ursache ist für die Erkrankung. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man die Produktion des Amyloids beeinflussen könnten oder verhindern könnten, könnte man die Krankheit im Ausbruch hindern. These aggregates of amyloid may act as seeds for a chain reaction. Similar amyloid molecules will start to aggregate and spread the disease throughout the brain. DZNE expert Matthias Jucker from Tübingen suggests that targeting the amyloid seeds at a very early stage could be successful preventive therapy for Alzheimer's disease. The seeds are being studied and characterized to develop a strategy to remove them before the chain reaction kicks off. Genetics is a very interesting starting point for research, because what you're looking at is really the primary cause of a disease. So over the past years we have been working on a number of neurodegenerative diseases, such as Parkinson's disease or frontotemporal dementia, and we have identified several genes. And one of the most recent ones is a gene called C9orf72. It's a gene for which we do not actually really know the function yet, but one thing we do know, that in patients this gene produces an abnormal product, and this product is toxic to the cells. So the current focus of our work is really now to prevent the formation of this toxic product, and therefore to help to prevent the disease. The genome is fixed from birth onwards, but the epigenome, the parts outside of the DNA that bookmark genes for activation, can change under the influence of environmental factors.
Das Epigenom verändert sich sehr früh bei neurodegenerativen Erkrankungen und wir haben mittlerweile die Mechanismen verstanden und können praktisch aus dem Epigenom herauslesen, ob jemand eine Krankheit entwickelt oder auch nicht. Andererseits haben wir auch neue therapeutische Ansätze entwickelt, um das Epigenom wieder in seinen normalen Zustand zurückzuversetzen. Und das führt dazu, dass in neurodegenerativen Erkrankungen dann die Zellen eben nicht mehr absterben, das Lernen verbessert wird. Und das soll jetzt eben auch in klinischen Studien am Mensch überprüft werden. The DZNE also explores the use of stem cells to model or even cure neurodegeneration. Wir interessieren uns dafür, was das Gehirn Neurodegeneration entgegensetzen kann. Und das ist mehr, als man gemeinhin annimmt. Es gibt Stammzellen im Gehirn, es gibt neu gebildete Nervenzellen, die dafür sorgen, dass das Gehirn auch mit Neurodegeneration umgehen kann und sogar ein Anzeichen von Regeneration zeigt. Aber das ist wenig und wir versuchen zu verstehen, wie wir dem Gehirn auf die Sprünge helfen können, dass es das besser kann. Das versuchen wir am Tier, am Zebrafisch, an der Maus, aber wir haben auch Menschenstudien, wo wir versuchen zu verstehen, wie Aktivität sich positiv auf die Gehirnplastizität, wie man das nennt, auswirkt. Wir benutzen Stammzellen am DZNE auch, um Modelle zu entwickeln. Wir können zelluläre Prozesse an einzelnen Zellen sehr gut untersuchen in der Stammzellkultur. Und wir können Prozesse verstehen lernen, die wir am ganzen Organismus, am Tier, am Menschen niemals erfahren könnten. Among the biggest challenges are transferring the fundamental insights to clinical practice and learning from patients. This is why clinical and healthcare research are significant components of the DZNE. Eine besondere Stärke der klinischen Forschung des DZNE besteht darin, dass wir ein Netzwerk von 9 Standorten haben. Damit haben wir die Möglichkeit, auf sehr viele Patienten zuzugehen und auch die entsprechenden Zahlen zu generieren, die wir für aussagekräftige klinische Studien brauchen. Die Tätigkeiten in der klinischen Forschung dieser 9 Zentren muss aber koordiniert werden und sie müssen nach einheitlichen Standards auf gleichmäßig hohem Niveau arbeiten. Und eines unserer Hauptziele bei der klinischen Forschung des DZNE sind ja die Durchführung von Arzneimittelstudien und die unterliegen der sehr strengen Gesetzgebung, dem deutschen Arzneimittelgesetz. Und um diesen Standard einhalten zu können und auch den gesetzlichen Bestimmungen zu genügen, haben wir die klinische Forschungsplattform des DZNE aufgebaut. Brain imaging methods such as MRI and PET are essential for diagnosis, for monitoring patient improvement, and to correlate cognitive behavior with changes in neuronal function. To run consistent trials at the different sites, common diagnostic tools are being developed. Die frühesten Veränderungen bei der Alzheimer-Erkrankung zum Beispiel sind wahrscheinlich Kommunikationsstörungen zwischen den Nervenzellen. Das handelt sich hierbei um eine Funktionsstörung, gar nicht so sehr um eine strukturelle Veränderung. Es ist bisher sehr schwierig, solche Funktionsstörungen in großen Populationen zu untersuchen. Und unser standardisiertes Netzwerk der Bildgebung erlaubt eben auch genau dies, dass wir an verschiedenen Standorten funktionelle Untersuchungen zum Gedächtnis durchführen können und damit eben sehr frühe Veränderungen detektieren können. Another approach to neurodegenerative diseases at the DZNE are population studies which are being carried out in broad surveys. To understand what causes those diseases and to be able to identify the people at risk, we have to follow healthy people over very long periods. In a Rhineland study, we will investigate up to 30,000 people from the age of 30 years and older for very long times, maybe more than 30 years, with detailed health investigations that we will repeat every 3 years. And this will help us to get a better insight in what are the factors that influence health and disease over the life course, but also hopefully help us to develop strategies to prevent those age-related neurodegenerative diseases. Neurodegenerative diseases cannot yet be healed, and the few existing therapies are purely symptomatic. This is why the DZNE puts extra effort into improving care and quality of life for patients and their relatives.
Ja, in unserem Standard geht es unter anderem darum, dass wir uns mit herausforderndem Verhalten auseinandersetzen. Herausforderndes Verhalten ist zum Beispiel dadurch gekennzeichnet, dass Personen ohne Trigger zum Beispiel die Wohnung verlassen oder dass sie apathisch wirken oder dass sie sich eben vom Alltagsgeschehen zurückziehen. Und es geht letztendlich darum, genau dieses Verhalten zu verstehen, und zwar aus der Perspektive des Betroffenen, sich aber gleichzeitig auch mit den Belastungen, die das für pflegende Angehörige und für die Professionellen hat, zu beschäftigen. Ja, ein weiteres Ziel an unserem Standort ist, soziale Teilhabe zu ermöglichen, unabhängig davon, ob ich in einer Altenpflegeeinrichtung oder zu Hause bin, weil wir natürlich den Wunsch haben, dass auch der Mensch mit Demenz sich noch als wertvoller Bestandteil der Gesellschaft empfindet. Another approach is to examine existing healthcare routines. Wir entwickeln Methoden zur Verbesserung der Versorgung von Patienten mit Demenz und ihren Angehörigen. Und dazu fahren wir nach Hause zu den Patienten. Wir haben über 500 Patienten besucht und dort jeweils sehr genau analysiert, wie die Situation ist in Bezug auf die Krankheit, in Bezug auf die Versorgung und auf die soziale Teilhabe dieser Patienten. Also wo kann man was verbessern, ganz gezielt, individuell. Und das wird dann von uns organisiert oder sogar selber gemacht. Und natürlich gucken wir dann später nach, inwiefern hat sich denn das Ziel, was wir damit verfolgt haben, auch wirklich eingestellt. Und das wird im Kontext einer sogenannten randomisierten Studie gemacht, sodass wir auch sehen können, was passiert wäre, wenn wir nicht eingegriffen hätten. Und aus diesem Unterschied kann man dann sehen, wie wirksam bestimmte Maßnahmen sind und wie teuer sie sind. Sowohl die Angehörigen als auch die Patienten sind meistens froh, wenn die häusliche Situation so lange wie möglich erhalten bleibt. Ja, und das ist unser Ziel. Wir wollen, dass die Menschen so leben können, wie sie selber wollen. The DZNE is now the leading centre in Europe for research on neurodegenerative diseases and one of the best in the world. New buildings at nearly all sites will provide a new home for DZNE scientists. Generously supported by the federal government and state ministries, they offer state-of-the-art surroundings for excellent research. This attracts young scientists who bring fresh ideas and new perspectives to our translational research. We aim to offer them a place at one of the world's leading scientific translational centres. The DZNE provides the best opportunities for their careers so they can follow in the footsteps of those having made so much progress already.